Schon wieder ein Päckle. Hallo, ich bin der Andi. Herzlich willkommen zurück auf Handgedreht. FU oder Frequenzumrichter braucht sowas. Ja, meine alte Drechselbank hat einfach einen Hebel, wo man die Geschwindigkeit einstellen kann. Das langt doch auch. Nichtsdestotrotz habe ich mir eine FU zugelegt, weil es doch einige Vorteile gibt. Und genau diese Vorteile möchte ich euch im heutigen Video zeigen. Viel Spaß beim Zuschauen. Dann machen wir es mal auf. Ja, die Kina FU kommt mit einem Benutzerhandbüchelchen, relativ solide verpackt. Schön dick Schaumgummi außenrum. Zusätzlich noch in einer Plastiktüte, also auch gegen Feuchtigkeit geschützt, was natürlich bei Fracht, die eventuell über das Meer kommt, nie schadet. Und ist doch eigentlich ein ganz schöner Hoshi. So, dann wagen wir mal einen Blick in die Anleitung. Alles auf Englisch. Für mich kein Problem, für den einen oder anderen vielleicht schon. Es ist beschrieben, wie das Ding in ein Gehäuse eingebaut wird, wie man mit Einphasenanschluss das Ding anschließt, wie man es dreiphasig anschließt, die Tasten vom Kontrollpanel, die Einstellungsparameter, der Klemmenplan und dann die Parameter im Detail erklärt. Was vielleicht erwähnenswert ist, ja, man kann das Frontpanel rausklipsen und dann entsprechend über einen Pinheader mit einem Kabel verbinden. Das heißt, man kann die FU woanders positionieren wie das eigentliche Bedienpanel. Wobei ich denke, ich will mir sowieso eine Schaltbox bauen, mit der ich dann Start, Stopp, Vorwärts, Rückwärts und die Geschwindigkeit entsprechend einstellen kann. Aber man sieht schon sehr detailliert bebildert, damit man nichts falsch macht, und die Beschreibung an und für sich eigentlich auch relativ gut. Kommen wir zur eigentlichen FU. Ist eine 380 Volt FU mit 2,2 Kilowatt Leistung, also ein bisschen größer dimensioniert als meine Drechselbank ist. Es ist ein solides Kunststoffgehäuse. Der Lüfter kann man sogar rausmachen. Unten schon vorgesehen mit den Anschlüssen beschriftet, wo Eingang und wo Motor angeschlossen wird. Das Klemmpanel ist da unter der Frontplatte versteckt, lediglich zwei kleine Schräubchen zum Lösen. Na, wie geht's auf? Wie geht's auf? Und dann haben wir hier den Klemmenblock, der wiederum auch sehr schön beschriftet ist. Wie gesagt, man kann das Frontpanel irgendwie noch lösen. Ja, da ist ein kleiner Knopf, kommt man ein bisschen schlecht hin, aber dann kann man das rausnehmen. Hier ist sogar schon Kabel vorinstalliert. Man kommt aber notfalls auch unten hin, um das Kabel entsprechend zu verlängern. Das heißt, ich kann das Programmierpanel im Endeffekt rausnehmen. Die Schutzfolie ist auch noch drauf, die machen wir gleich runter, dann schaut es schöner aus. Zack. Ja, und hat dann eigentlich eine sehr schöne, kompakte FU, mit der man hoffentlich die Maschine zukünftig besser steuern und regeln kann als bisher. Bevor ich die FU jetzt anschließe bzw. in Betrieb nehme, noch ein paar Worte zu den technischen Daten. Es handelt sich um das Modell A2-3022 von dem Distributor Vevor. Inputseitig kann man es dreiphasig reinfahren mit 380 Volt, 40 bis 60 Hertz. Ausgangsseitig stehen dann drei Phasen 380 Volt mit 0 bis 400 Hertz zur Verfügung bei einer Gesamtleistung von 2,2 Kilowatt. Da die FU aktiv gekühlt ist und ich nicht möchte, dass der Staub in der Werkstatt in die FU reingesaugt wird, baue ich mir noch ein Gehäuse für das Ding. Es geht natürlich auch fertige Gehäuse zu kaufen, nur sind die von der Größe her meistens so, dass wenn sie von der Tiefe her passend sind, relativ riesig sind. Und ja, wenn ich mir selber eins aus MDF-Platten baue, dann kann ich es halt genau so groß machen, wie ich möchte.
Den Deckel befestige ich mit dem Klavierband, damit ich ihn auch öffnen kann und an das Frontpanel rankomme. Sieht jetzt vielleicht so aus, als wäre das Gehäuse viel zu groß. Das Thema ist aber, die aktive Belüftung braucht entsprechend viel Platz, damit die Hitze sich ausbreiten kann. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich vielleicht dann in einem späteren Schritt noch entsprechend einen aktiven Lüfter in das Gehäuse einbaue. Für die Anschlussleitungen habe ich noch entsprechende Kabeldurchführungen. Ja, kaum baut man 3 Tage lang, hat man seinen Frequenzumrichter schon in der Box und die Fernsteuerung auch soweit einsatzbereit. Ich habe euch ja versprochen, so ein bisschen die Vorteile von der FU an der Drechselbank zu zeigen und zu demonstrieren, und genau das werde ich jetzt tun. Ich habe mir natürlich eine Fernsteuerung für die FU gebaut, hinten mit Magnete, damit man sie positionieren kann, wo man sie möchte, ja, wo sie halt in den Weg umgeht. Bin am Überlegen, ob ich vielleicht oben an meinem Gehäuse für die FU auch noch eine Metallplatte hinmache, dann kann ich es auch da oben verräumen. Zu Demonstrationszwecken stelle ich es jetzt einfach mal hierher. Ich habe einen Notaus. Wenn ich den entsprechend entriegle, passiert noch gar nichts. Jetzt kann ich hier die Frequenz einstellen, meinetwegen 500 Umdrehungen. Und dann kann ich hier mit dem Schalter den Rechtslauf einschalten. Die FU startet und fängt nach 3 Sekunden Sicherheitszeit an, entsprechend auf die 500 Umdrehungen hochzudrehen. Jetzt kann ich hier ganz fein mit meinem Potty die Geschwindigkeiten einstellen, kann runtergehen auf sehr geringe Drehzahl, er ist jetzt zu gering, schaltet die FU automatisch ab, Sicherheitsabschaltung, weil wenn der Motor zu langsam läuft, wird er heiß, er kühlt sich ja durch das eigene Drehen. Also aktuell das langsamste, was geht, sind irgendwo 290, 290 Umdrehungen pro Minute sowas. Gehe ich wieder über die 290, läuft sie wieder an. Hochdrehen kann ich aktuell auf eine Geschwindigkeit von 1500 Umdrehungen pro Minute. Ich kann sie theoretisch noch ein bisschen höher takten von der Frequenz her. Dass sie noch schneller dreht. Das muss ich dann gucken, wie sich's im Endeffekt dann beim Drechseln bzw. Polieren ergibt. Ein sehr großer Vorteil, den ich bisher nie gehabt habe, ist, ich kann jetzt da hier einfach umschalten auf Linkslauf, dann bremst sie runter und läuft im Linkslauf an. Der große Vorteil ist beim Schleifen, ja, wenn man immer nur rechts rumdreht und schleift, bügelt man die Fasern teilweise je nach Holzart hin und bringt die Oberfläche nicht so sauber glatt. Und wenn man dann beim Schleifen zwischendurch umschaltet und die Drehrichtung ändert, dann geht das Ganze relativ schön. Der zweite große Vorteil von der FU ist, ich drehe mal höhere Drehzahl, ja. Wenn ich jetzt hier entsprechend ausschalte, dann dreht sie runter und bleibt stehen. Und zwar genau 3 Sekunden lang, egal wie groß und schwer das Werkstück ist, weil die FU den Motor von der Frequenz her runter regelt. Ja. Schalte ich wieder entsprechend ein, Linkslauf zum Beispiel, dauert es wieder, Sicherheitszeit, und sie läuft an. Kann ich wunderbar mit dem Notaus das Ganze aber ausschalten. Und die FU steht. Jetzt kann ich auch hier schalten, was ich will, drehen, was ich will. Solange der Notaus drin ist, passiert nichts. Erst wenn ich das Ganze wieder hier entsprechend entriegle, kann ich die Maschine wieder starten. Auch noch eine Besonderheit, nach dem Notaus muss ich einmal entriegeln. Dann startet sie. Ja, soweit, so gut. So, kommen wir noch zum letzten Vorteil.
Ich sehe hier am Display der FU, welche Drehzahl ich eingestellt habe. Wie gesagt, das Maximum ist bei 1500 Umdrehungen und die kann runterdrehen mehr oder weniger bis 0, wobei ich die FU so programmiert habe, parametrisiert habe, dass sie keine Geschwindigkeiten kleiner 10 Hertz zulässt. Muss ich gucken, wie sich das beim Betrieb dann entwickelt. Aktuell bleibt der Motor, wenn ich es mache, relativ kühl. Unter Last wird er vielleicht wärmer, da muss ich hier die niedrigste Frequenz noch ein bisschen höher schrauben, dass der Motor sich auch noch ansteckend dick kühlt. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Es war wieder ein bisschen trocken, ein bisschen theoretisch, aber ich verspreche euch, das nächste Mal wird wieder gedrechselt. Bis bald!